Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist ja eine Runde Shakes and Fidget und heute haben wir eine Spezialversion, würde ich mal fast so sagen, denn heute sind wir bei den Störartigen in der Gilde, sogar mit dem Account von Ramster hier. Ja, deswegen wundert euch nicht, dass vielleicht die Auflösung ein bisschen anders sein könnte, das Profilbild auch ein anderes ist, ja, hat auf jeden Fall damit zu tun. Ich hatte vor 2 Tagen spontan die Idee gehabt, dass mal ja, bei den Störartigen, was ja meine Community-Gilde ist, die ja durch meine Mods ins Leben gerufen worden sind, eine kleine Talkrunde zu machen, wie es so steht um die Gilde, was da los ist, wie so die Pläne sind in Zukunft und wo sie sich so sehen, ja, was gerade für Achievements abgeschlossen worden sind. Und dazu haben wir uns heute Abend hier versammelt. Ich blende mal kurz ein bisschen den Discord ein hier. Und zwar haben wir einmal, wir fangen mal von oben nach unten, fangen wir mal an. Wir haben hier einmal den Coyote am Start. Herzliche Grüße, guten Tag. Moin moin. Dann haben wir den Ramster am Start. Schönen guten Tag, hallöchen. Einen wunderschönen guten Tag. Der Darling ist am Start. Schönen guten Tag. Moin. Der Murkel ist hier auch am Start. Hallöchen. Moin. Und der gute alte Zange ist auch mit dabei. Servus. Jo, wir haben hier insgesamt einmal den Darling und den Ramster als Mods hier mit dabei. Eben gerade war noch der Breezy am Start hier. Grüße gehen raus. Der hatte leider keine Zeit mehr gehabt. Dafür ist er jetzt hier im Video über Discord, ja. Da ist er gerade am Telefon irgendwie gerade. Und ja, also im Prinzip kam mir die Idee, muss ich mal dazu sagen, so. Ja, da ihr ja jetzt kürzlich gerade ja, die Streamer-Gilde von Mo und Mika, die ja die Twitch-Gilde ist vom offiziellen ja, Shakes and Fidget-Account, sag ich mal, auf Twitch, besiegt habt, erfolgreich, ne? Und deswegen habe ich gedacht, da muss ich einfach mal mein Augenmerk ein bisschen mehr auf die Gilde werfen, so. Das ist eine ganz coole Sache. Wir können ja damit anfangen, Ramster, du kannst ja mal so ein bisschen nebenbei durchgehen. Wie gesagt, wir sind hier im Account von Ramster drin, ne? Ja, die ganzen Leute, die hier so sind, so ganz kurz mal so durchgehen und nebenbei, ja, wie läuft's bei euch? Seid ihr zufrieden momentan, so wie es läuft? Irgendwer? Ja. Ja, also am Anfang war es ja noch relativ schwierig mit der Aktivität von manchen, aber jetzt ist eine sehr hohe Aktivität erreicht auf jeden Fall. Ja, hat sich auf jeden Fall verbessert. Zum Anfang muss ich auch sagen, so, ja, ich wusste noch nicht ganz genau, wie es laufen wird, ne? Aber jetzt, wo ich auch hier nebenbei so ein bisschen durchgeschaut hatte, muss ich echt sagen, krass. Also es sind ja wirklich keine Leute dabei, die jetzt großartig so inaktiv sind, ne? Oder längerfristig irgendwie abwesend oder so, außer einen Tag mal oder so. Ich sage, es ist ja halt eben keine Tryhard-Gilde, so, also wir sind ja jetzt auch nicht Tryhard in der Holzfällerhütte, ne? Aber ist ja trotzdem schon ein anderes Niveau irgendwo so, ne? Deswegen, hier haben wir ja auch, haben wir hier auch ein paar Free-to-Play-Spieler dabei? Oder ist, also Ramster hatte vorhin gesagt, das hat sich mittlerweile schon geändert, ne? Ja, also das hat sich halt so geändert, dass halt die meisten Free-to-Playler, die jetzt außer Gilde draußen sind, also die meisten, die jetzt außer Gilde draußen sind, waren halt Free-to-Play-Spieler. Und was sich bei uns halt an der Warteliste beworben hat, waren halt 90% nur Pilze. Also in dem Moment hat sich das jetzt so entwickelt, dass wir so, ich glaube, SP mal Daumen so 70-80% Pilzer-Anteile haben. Deshalb auch unser Durchschnittslevel jetzt hier auch bei 250 aufsteigend hier mittlerweile ist auch hier. Ja, das ist auch heftig. Wenn ihr mal vergleicht, so mit der Streamer-Guild, ich weiß gar nicht, was die jetzt für ein Durchschnittslevel haben, aber ist auch krank, dass ihr einfach schon fast 600 Ritterhallenpunkte habt, so. Das ist halt für die Voraussetzungen, die ihr habt, so eigentlich relativ strong, so. Ich habe das gar nicht mehr so genau auf dem Schirm. Habt ihr also irgendwelche, falls sich jetzt jemand irgendwie bei euch hier großartig ja, auf die Warteliste setzen sollte oder jemand Interesse hat, in die Gilde zu kommen, habt ihr da irgendwelche Voraussetzungen? Also wichtig ist auf jeden Fall die Aktivität. Discord muss vorhanden sein, weil die meisten Infos oder Ankündigungen werden halt über Discord getätigt. Ach so. Und es gibt auch ein Mindestlevel für die Free-to-Play-Spieler. Das liegt im Moment, glaube ich, bei 95 oder 100. Bin ich mir gerade nicht so richtig sicher, aber das soll ja geändert werden. Für die Pilzer gibt es kein Mindestlevel, da diese ja sehr schnell aufholen können. Hat man zum Beispiel bei Coyote gesehen. Ja, krass. Coyote. Ich weiß nicht, was ihr meint. Richtig krasse Leistung. Was hast du da gemacht? In einem Monat oder was war das gewesen? Also ich habe jetzt knapp lass mich lügen, ich bin mit Level 42 in die Gilde und habe innerhalb von einem Monat, bin ich jetzt auf einem Stand von Level 295.
Und ja, es ist möglich. Man muss sich halt bloß dahinter setzen und ein bisschen die Mechaniken dahinter verstehen. Hm. Ja, aber Hier auch in der Gilde ist das null Problem, da hilft jeder jedem und dezent ausgerastet auf jeden Fall. Ja, und effizient die Pilze nutzen. genau. Ja, also da habe ich nicht schlecht geschaut, dass du da schon echt so krass nach so kurzer Zeit halt auch hier mit dabei bist, ne? Ja. Liegt aber auch am Team, ganz ehrlich. Also, Was ich gut finde, auf jeden Fall, dass ihr halt wirklich fordert, dann auch einen Discord hier zu haben, so, ne? Das ist halt, ja, also für viele, also ist es nicht möglich, weil es gibt ja halt auch, oder ich sag mal, die Free-to-Play-Spieler, die so vor sich hinspielen, ne? Die haben vielleicht nicht so den Reiz, großartig jetzt noch, sag ich mal, tiefer in die Materie so reinzugehen. Gibt ja viele 0815-Spieler immer noch da draußen so, ne? Aber das Ganze mit einem Discord-Server, das fördert den Zusammenhalt, denke ich mal, auch nochmal extrem dann so. Und man ist halt connected da. Ja. So. Was auch gut ist, das hatte ich gar nicht gewusst gehabt, dass ihr quasi Pilzer so aufnehmt, aber für die Free-to-Play-Spieler eine Begrenzung habt. Ist auch gut geregelt, so an sich. Dadurch können halt die Free-to-Player halt auch trotzdem noch in die Gilde kommen. Ne? Also zum Anfang war es ja offen für alle so, ne? Also das war ja quasi, ja, weiß ich nicht, wer fast die schnellsten waren oder so, die kommen dann rein. Mit der Zeit wird sowas natürlich auch immer ein bisschen gefiltert, so, ne? Deswegen, ja, wird auch das Niveau ein bisschen erhöht, ne? Man will ja trotzdem auch ein bisschen vorankommen. Jetzt sehe ich gerade, seid ihr auf 31. Shaxen twitchet wieder vor euch da, was ist da los, ja? Aber das ist auf jeden Fall schon heftig. Ich hätte niemals gedacht, dass die Gilde da auf W50 hier auch so weit oben mitspielt und vor allen Dingen, ja, ich denke mal auch langfristig noch einiges erreichen wird hier auf dem Server. Wie sieht es bei euch aus so? Habt ihr da Pläne irgendwie? Also ich denke mal, alle von euch wollen, denke ich mal, langfristig durchziehen, oder? Ja, also als kurzfristiges Ziel war Platz 25 und langfristig wollen wir schon Top 15 werden. Und halt auch nicht nur mit einer kompletten Pilzergilde, sondern halt, dass jeder, der Bock hat und aktiv ist, damit macht. Ja. Also aktuell ist es voranzukommen auch ziemlich schwer, weil gerade jetzt als Beispiel, wir werden gerade jetzt von was ist das? Ohirimovi angegriffen und die sind halt einfach mal hier Platz 17. Ja, Also krass. hier 30 Level mehr im Durchschnitt. Also da momentan in den Top 25 zu bleiben, ist halt schwierig, weil schon alleine über uns sind alle mindestens schon 10, 20 Level über den Durchschnitt. Das ist gerade relativ Glück, dass wir jetzt hier sind. Ja, Aber das ist schwierig zu halten, wenn man halt ständig von Gilden angegriffen werden, die aus den Top 15 kommen, halt, dass sie einfach nur ein bisschen Ehrenpunkte da absnacken. Also ich kann es jetzt aus meiner Sicht sagen, ich habe auf jeden Fall vor, langfristig zu spielen. Ich habe bisher jetzt auch keine Ahnung bisher verpasst. ja, Ja, wir sind sogar auf der ersten Seite. das hört sich schon mal, ja, das ist krass. Also ich finde es vor allen Dingen interessant, dass halt auch, ich sag mal, weiter unten, in den unteren Rängen, die Konkurrenz halt auch nicht schläft, ne? Dass der Server halt auch auf den niedrigeren Rängen, sag ich mal, wirklich aktive Gilden haben, so, ne? Die alle aktive Kämpfe starten, so. Ich weiß nicht, wenn man mal so ein bisschen durchguckt da, Ramster, wie so die Raids bei den anderen aussehen, so über und unter euch so ein bisschen. Ihr seid ja jetzt momentan bei 53, also ihr seid auch durch mit den ganzen Raids schon, ne? Also dahingehend auch Top-Boni auf jeden Fall am Start. Ja, und ab einem gewissen Zeitpunkt lohnt es sich vielleicht auch gar nicht, weiß nicht, ist vielleicht so eure Theorie, ja, so andere Gilden in eurem Rang anzugreifen, wenn es sich eh nicht lohnt, dann macht ihr lieber die Raids, oder? Mhm. Ja, also momentan starten wir die Raids auch hin und wieder mal so spontan, wenn es zeitlich gerade nicht gepasst hat, dass wir da rechtzeitig den Kampf starten. Die Raids sind ja aktuell nicht jetzt so anspruchsvoll, ab 50 aufsteigen wieder, dass da eh gefühlt nur die Hälfte nur Teilnehmer brauchen und dann ist es eh schon durch alleine. Okay. Ja, Also hier unten schon, drunter geht es schon los, dass es hier so 10 Ränge unter uns gefühlt, fängt es schon an, dass hier nicht, also hier sind schon 6 Gilden gewesen, die nicht 50 sind voll mit den Raids. ja, das sehe ich auch schon nebenbei. Aber es sind auf jeden Fall trotzdem dran. Es geht halt eben alles nur ein bisschen langsamer voran, so, ne? Sind vielleicht auch viel mehr so die Free-to-Play-Spieler, die dann da unten sind. Ja, Jetzt muss ich aber auch sagen, gibt es aber auch viel mehr Abwechslung mit den Gegnern. Also, dass man nicht immer dieselben Gegner hat, mit denen man auf Das stimmt. Augenhöhe ist, sondern man hat da schon 10, 15 andere Gilden, Ja. mit denen man sich messen kann. Mhm. das stimmt. Das Das stimmt. vergleiche ich halt jetzt mit uns ganz oben so, ne? Das sind halt immer nur dieselben 2 Leute, die so angreifen, so, ne? Also das ist halt, ja, entweder greift uns Crit immer die ganze Zeit an, wir greifen immer dann nur Dead Valley oder Spektrum an, so, ne? Also mehr ist quasi nicht so, ne?
wir werden immer von Crit besiegt, so, wir besiegen immer Spektrum und das war's. Mehr passiert da nicht großartig so. Ja, also deswegen, da ist die Vielfalt noch ein bisschen besser bei euch. Ja, zum Schluss können wir ja noch mal so ein bisschen den Kampf zeigen. Ne? Da kannst du ja noch mal durchskippen gegen Mo und Mika, ne? Also gegen die Shakes und Twitchit-Gilde. Und ja, ich wollte noch mal wissen jetzt von den Offizieren, wenn man jetzt irgendwie sich bei euch bewerben wollen würde, ist momentan eine Warteliste vorhanden? Und wenn ja, wie groß ist die? Na, im Moment haben wir nur 2 Leute auf der Warteliste, also es ist auf jeden Fall noch Platz da. Eine Person wird ja zurzeit ausgetauscht, weil sich einer abgemeldet hat. Und man wird auch nur über Discord dann benachrichtigt, ob jetzt ein Platz frei ist oder nicht. Also, wie gesagt, Discord ist halt wichtig für unsere Gilde. Das ist auf jeden Fall. Ich mag das Postsystem im Spiel gar nicht. Also da bin ich immer noch der Hoffnung darauf, dass sie vielleicht irgendwann mal das ganze Postsystem mit dem neuen Backend eventuell mal anpassen können. Ja, das neue dass Backend. Dass sich da das vielleicht mal ein bisschen bessert. Weil ich mag das überhaupt nicht, wenn man keinen Chatverlauf sehen kann halt. Das wenn Postsystem ist echt nicht. Man schreibt nicht. Ja. Man sieht halt nicht, was man denn geschickt hat oder wann man dem was geschickt hatte. Das ist anstrengend, finde ich. Das stimmt, das ist echt nicht übersichtlich. Ja, auch so mit den Festungskämpfen und sowas ist alles irgendwie nicht so cool geregelt. Muss man immer runterscrollen jedes Mal und so. Alles nicht so cool. Ein bisschen ja. Ist dieser Name eigentlich erlaubt hier? Welcher? Belle Delphine gerade, gegen die wir gekämpft haben. Weiß ich nicht. Insider bin ich raus. So. Ja, eine freizügige Dame. Ramster ein bisschen durchskippen kannst du schon, ne? Also das ist jetzt, also nicht irgendwie um die Leute zu disrespekten, aber es ist einfach so ein bisschen... ja, ich habe einfach nur kurz euch ein bisschen quatschen lassen. Ja, Zeitsache denn, ne? Ja, auf jeden Fall, das Wichtigste ist natürlich das Gildenklima stimmt auf jeden Fall, denke ich mal, oder? Da gibt es ja nichts zu beanstanden. Das ist ja so das Wichtigste, wenn die Aktivität auch da ist und jeder Spaß hat. Das ist eigentlich so, ja, Was die Leute halt auf jeden Fall zu erwarten haben, ist, wenn wir halt irgendeinen wichtigen Kampf haben oder sowas, dass wir die Leute halt, so gut es geht, halt versuchen, so 2-3 Stunden vorher anzuschreiben, die sich noch nicht gemeldet haben, so gut es geht, die nochmal zu erinnern mal. Oder halt, dass wir wenn wir sehen, dass jemand 2 Tage nicht mehr online ist, dass wir denjenigen schon mal anschreiben. Weil wenn sich jemand für 3 Tage halt nicht abgemeldet hat oder sowas, gucken wir dann, bis ein Austausch kommt und dann wird derjenige auch ausgetauscht, wenn er sich halt nicht abgemeldet hat. Kann natürlich immer mal sein, dass irgendwas sein kann oder so, aber dafür ist Discord mittlerweile ja so praktisch. Gerade dafür ist Discord ja gut, dass er sich auch über eine Handy-App oder sowas ja mal kurz abmelden kann. Dass man einfach mal kurz schreibt, hey, ich habe Probleme, kann gerade nicht oder so. Deswegen ist es halt wichtig, Discord zu haben dafür auf jeden Fall. Mhm. Naja, wer ungemeldet irgendwie 3-4 Tage offline ist oder so, dann muss man selbst damit rechnen. Das ist ja, denke ich mal, überall. Also es ist ja normal so, ne? Außer auf den ganz alten Servern, so wie bei uns jetzt irgendwie, wo halt, ja, keine Ahnung, es schwer ist, Neuankömmlinge irgendwie ranzukriegen, so, und dann wirft man halt jemanden, der halt inaktiv ist, dann wirft man halt 20 Ritterhallenpunkte mehr oder weniger weg dadurch denn so, ne? Und dann kriegt man halt auch keine neuen mehr ran. So, das ist so das Ding, ne? Aber bei solchen neuen Servern und so, da muss man halt, ja, wie gesagt, wenn was ist, kann man sich ja immer abmelden, so, ne? Das sollte ja kein Problem sein. Soll ich die letzten Gegner laufen lassen oder auch durchgeben? Nö, ich würde mal noch ganz gern den Hanrizzle sehen, der ja auch hier in der Gilde spielt, ne? Ja, da bin ich noch... nicht viel erwarten. Bei uns waren ja nur 41 gemeldet. Ja, ich sehe gerade irgendwie. Kommt dazu noch. Hä? Ja, und Hanrizzle war auf sein Alu-Equipment, das heißt, du siehst an den Stats. Ja. Da kannst du... Der Profi. Deswegen. Also wir haben noch nicht mal mit voller Kraft gekämpft. Kann man so sagen. Er bin ich der Profi, ich war nicht mal gemeldet. Richtig, Zanger mit über 300, mit 320 oder so ist noch nicht mal gebellt gewesen. Ja, weil der Ramster hatte mir vorher gesagt, der Mozone, der hatte Quest-Equipment an, so, ne, aber wenn man das jetzt so sieht, dass wirklich nur 41 gemeldet waren, was ja, weiß ich nicht, das ist ja eigentlich gar nicht mal so gut, und dann noch welche mit Quest-Equipment, dann habt ihr ja eigentlich schon so ein bisschen mehr oder weniger die Oberhand, so, ne? Wenn ihr wolltet, dann würdet ihr, oder? Ja, vom Durchschnittslevel sind wir, glaube ich, auch 4-5 Level über dem zurzeit. 7. Oder 7. Also durchschnittsmäßig sind wir ja auch höher, also wir sehen. Rein statistisch gesehen zumindest. Ja, und die Ritterhalle sieht ja bei euch, glaube ich, auch ein bisschen besser aus, ne?
Also, dass sie da tatsächlich schon. Weiß ich jetzt nicht. Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Kann man ja gleich nochmal im Nachhinein schauen. Dann. Aber ich hätte das jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass ihr jetzt da schon bei 600 seid mittlerweile. Das ist schon nicht verkehrt. Da kommt der Gaming Guides, der Mika. Ja, also da war auch nicht mehr viel übrig am Ende. Also ich habe im Endeffekt nur noch einen Hit abgegeben, dann war auch Ende. Da kommt der Moson, der jetzt schon wieder ganz schön aufgeholt hat auf meinen Char, tatsächlich. Aber der kommt halt in den Dungeons momentan viel, viel weiter als ich. Ja, und da ist es passiert. Ich habe nur noch einen Hit abgegeben, das heißt, selbst wenn er halt seinen Equip verankert hätte es sogar einen Fullfight gegen Fullfight gegeben. Das wird so vollen Leben bei der Person. Guck mal nochmal, was die Shakes und Twitchet da an Ritterhallen haben. Das wäre nochmal ganz interessant. Tatsächlich haben die sogar mehr als wir. Ja. Ach. 22 Punkte mehr. Krass. Ja. Ja, also sind die auch auf jeden Fall noch aktiv am Playen da. Nicht schlecht. Ja. Aber statistisch gesehen, die haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 300er Spieler zurzeit. Wenn wir jetzt nur danach gehen so. Das Ding ist, ihr habt vereinzelt ein paar mehr Hardcore-Pilzer, glaube ich, drin in der Gilde. Und das reißt sehr, sehr viel raus. Ja. Was aber beim Mauso wieder praktisch ist, der hat halt, glaube ich, keine Ahnung, ich habe ja fast 19.000 Stat auf beides. Und er hat einfach mal, glaube ich, 22.000 mittlerweile schon. Ja. Ja, sogar fast bei 23. Hat sich auch ausgeglichen, er war lange Zeit so eine ziemliche Glass-Cannon gewesen, jetzt ist er da ein bisschen besser geskillt auf jeden Fall, deswegen nochmal ein bisschen schwieriger. Alles mit Lettestein. Er hat halt 591. Ich glaube, da hat er sogar noch einen 600er oder sowas irgendwo gehabt. Das kommt auch noch alles, früher oder später. Okay, 591 und meine sind ja gerade mal bei, wo war der höchste jetzt? Ja, 472 ist meiner. Also dadurch, dass meine Edelsteinmine auch erst auf 10 ist, kommt bei mir auch noch ein bisschen viel demnächst noch dazu. Ja. Aber momentan wegen meinem Festungspartner muss ich meine Sammler erstmal ausbauen, damit das da vorangeht. Ja, ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall für den kleinen Einblick in eure Gilde. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Jetzt die letzte Chance. Grüß von Breezox. Nicht alle auf einmal. Mach du zuerst. Viel Spaß. Ja. Ich würde gerne wissen, wie deiner Meinung nach die Aussicht auf die Aktivität in den nächsten 6 Monaten auf diesem Server ist. Auf W50 hier? Ja. Also ich glaube, der wird nach wie vor, bis W100 kommt, noch einer der aktivsten Server. Vielleicht noch W69, das weiß ich noch nicht ganz genau, das könnte noch sein. Aber ansonsten sehe ich den da, also den sehe ich auch in 3 Jahren noch sehr, sehr, sehr aktiv. Noch aktiver als die anderen davor, so, weil es ist halt wirklich der Server. W40 auch Jubiläumsserver, W30 auch, W20 auch so, ne? Aber ich glaube, W50 wird von der Aktivität, glaube ich, so an den ersten internationalen Server rankommen, so der ja auch sehr stark immer noch bespielt ist, so, ne? Ich weiß gar nicht, da sind auch, glaube ich weiß gar nicht, wie viele da drauf sind. Da sind auch richtig viele drauf auf W1. Also ich spiele vor W100 auf jeden Fall keinen neuen mehr. Ich auch nicht. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich jetzt mit dem Mage in 300 knapp, bin trotzdem nur in den Top 1000 bis 1200 und halte mich da auf dem Level und komme auch nicht höher. Also dann sieht man schon, was da für eine Bereitschaft dahinter steht, die wirklich aktiv in der Ehrenhalle auch mitmischen. Und ich halt wirklich nur hochkomme, wenn ich jetzt zum Beispiel wie Loki letztens von der Ehrenhalle nur abfahre. Das Ding ist, irgendwie ist es deprimierend, dass man so viel investiert eigentlich und nicht höher kommt, aber auch gleichzeitig ist es irgendwie beruhigend oder anspornend, weil man weiß, hier herrscht halt wirklich richtig krasse Aktivität auf dem Server, ne? Definitiv, vor allem wenn ich mir jetzt schaue, ich konkurriere halt schon mit 350ern Bersi, auch wenn ich den doppelten Schaden habe. Und das ist halt schon cool zu wissen, dass man da oben mitmischen kann, wenn man halt einfach dementsprechend das Glück hat. Ja. Und das ist halt auch für Gildenkämpfe extrem entscheidend. Ja, gut. Ansonsten würde ich sagen, war es das erstmal soweit mit dem Video für heute. Vielen lieben Dank an die Leute, die hier jetzt da waren und da gewesen sind und immer noch da sind. Ich blende euch nochmal ein hier. Ja, an Ramster, Darling, Murkel, ja, der Murkel, Koyoto und die Zange. Vielen lieben Dank. Ja, und ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen. War mal ein bisschen was anderes gewesen, aber da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf gehabt. Könnte man vielleicht auch nochmal wiederholen, ne? Wenn ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist und die Gilde sich hier auch weiterentwickelt hat. Ansonsten war es das von mir soweit. Wir wünschen euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.
Haut rein und bis zum nächsten Mal.